Hallo zusammen, ich hoffe ihr seid alle gut und gesund ins neue Jahr gestartet. 2025 wird nämlich ein ganz spezielles Jahr. Unter anderem feiert Falthaus das 5-jährige Jubiläum, denn am 2. Februar 2020 habe ich damals das allererste Faltkarawan-Video hier auf YouTube veröffentlicht. Damit aber nicht genug, denn für Falthaus und damit auch mich persönlich hat mit dem Jahreswechsel auch gleich ein neues spannendes Kapitel begonnen. Doch was ist passiert? Dem einen oder anderen dürfte nicht entgangen sein, dass in den letzten Jahren immer weniger und vor allem unregelmäßiger Videos veröffentlicht wurden. Statt den ursprünglich angepeilten wöchentlichen Videos gab es 2024 gerade einmal 2 im Januar, eins im Februar, welches eigentlich für Januar eingeplant war, dann wieder eines im Juni und eines im Juli, gefolgt von jeweils 4 im August und September im Rahmen des Caravansalons in Düsseldorf. Und dann nur noch eines im Oktober während dem Swiss Caravan Salon. Sprich gerade einmal 14 Videos und im Jahr davor waren es sogar nur deren 8. Also weniger als ein Video pro Monat mit Pausen von bis zu 3 Monaten zwischen 2 aufeinanderfolgenden Videos. Das Ganze ist primär auf ein Zeitproblem zurückzuführen. Auf der einen Seite geriet das Unternehmen, bei dem ich die letzten 15 Jahre angestellt war, vermehrt in Schieflage, was die Arbeitsbelastung, Überstunden und zusätzlichen Wochenendarbeiten ins Unermessliche steigen ließ. Auf der anderen Seite nahm das Familienleben mit 2 unaufhaltsam älter werdenden Kindern immer mehr Freizeit in Anspruch, die ursprünglich einmal für Falthaus reserviert war. Und selbst dann, wenn ich am späten Abend oder in der Nacht doch noch ein paar Stunden für Recherche, Produkttests und das eigentliche Schreiben der Videotexte finden konnte, spielte am Wochenende für den geplanten Videodreh dann meistens das Wetter nicht mit. Zudem kann ich den Faltkarawan aufgrund seiner Größe auch nicht permanent in der Einfahrt aufgestellt lassen, um Abläufe, Aufbautipps oder Empfehlungen beim Verstauen von Ausrüstung zeigen zu können. Ich steckte also mehr und mehr in einem zeitlichen Dilemma. Aufwendigere Videos waren kaum noch umsetzbar und mehr Videos mussten immer wieder verschoben werden, sodass sich mittlerweile ein Backlog von mehr als 150 Videos angestaut hat, welche zwar geplant, aber noch nicht umgesetzt respektive fertiggestellt sind. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ganz nach dem Sprichwort, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Mein Arbeitgeber ging unter, das Unternehmen wurde von einem Konkurrenten geschluckt und die neue aufgedrückte Arbeitskultur war dermaßen weltfremd, dass all meine Arbeitskollegen schnellstmöglich das Weite suchten. Nun stand also auch ich vor einer ungewissen Zukunft und musste mich entscheiden, wie es mit mir, meiner Familie und auch Falthaus weitergehen soll. Dutzende Szenarien wurden durchgespielt, durchgerechnet, abgewogen. Für viele davon wäre ein Fortführen von Falthaus nicht möglich gewesen, weshalb ich mich am Ende auf diejenigen konzentriert habe, welche auch endlich das Zeit- und Platzproblem von Falthaus lösen würden. Dies war übrigens auch der Grund, weshalb ich am Caravansalon in Düsseldorf dieses Jahr so viele Termine und damit leider viel zu wenig Zeit für den persönlichen Austausch mit euch hatte, was mir persönlich nicht nur sehr leid tut, sondern ich auch selber schmerzlich vermisst habe. Im vergangenen Dezember wurde dann endgültig die Weiche für das nächste Kapitel von Falthaus gestellt und die ersten Verträge unterzeichnet. Seither arbeite ich ununterbrochen und hochmotiviert an der Umsetzung, da das erste Großprojekt bis Ende Januar fertiggestellt sein muss, damit sich ab Februar pünktlich zum 5-jährigen Jubiläum von Falthaus hier auf diesem Kanal wieder alles rund um das Thema Camping mit Faltkarawan und Zeltanhänger dreht. Dies bedeutet leider auch, dass ich dieses Jahr nicht an der CMT in Stuttgart sein kann und der ursprünglich geplante Familienurlaub im Frühling ausfallen muss. Dafür gibt es nun wöchentlich neue Videos, wobei sich diejenigen im Januar primär um das erste Großprojekt drehen werden. Denn die Zukunft von Falthaus und damit auch die Lösung für das Zeit- und Platzproblem befindet sich genau hier in dieser rund 450 Quadratmeter großen, aktuell noch leeren Halle. Was genau es damit auf sich hat und wie sich das Ganze im Laufe der kommenden Tage bereits verändert haben wird, verrate ich euch dann im nächsten Video. Also unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du in Zukunft kein neues Video mehr verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und frohes Campen!